Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich weiß, es war länger still hier. Ich glaube, das letzte Video war im August nach meinem Sieg beim Ironman Finnland. Warum es hier so still war, war nicht, weil wir faul waren, sondern eigentlich eher, weil wir einfach niemanden hatten, der uns beim Filmen und Cutten unterstützen konnte. Und dann haben Philipp und ich beschlossen, dass wir uns einfach mal auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und ich weiter trainiere und Rennen mache. Ich hatte tatsächlich noch eine sehr erfolgreiche Saison. Ich konnte nach Finnland noch den Ironman 73 Zell am See gewinnen und auch noch den Ironman in Klagenfurt. Dort, würde ich sagen, hatte ich eigentlich meine beste Ironman-Leistung bisher. Bin unter 2,45 den Marathon gelaufen und habe mir damit echt so ein kleines persönlichen Traum erfüllt. Ich hoffe sehr, dass ich auf diesen Performances nächstes Jahr aufbauen kann. Aber ich wollte in diesem Video jetzt die Gelegenheit nutzen, euch einfach nochmal abzuholen und zu zeigen, wie ich das Jahr habe ausklingen lassen. Und vor allem möchte ich den Mann hinter dieser Kamera im Team Kick-Ass willkommen heißen. Und zwar der Lino wird uns ab sofort unterstützen. Ihr werdet euch in der Zukunft auf coolen Content und vor allem regelmäßigen Content hier bei uns freuen können. Nach Klagenfurt habe ich mich direkt in die Saisonpause begeben. Die war tatsächlich relativ lang mit 4 Wochen. Ich habe mich ein bisschen bewegt, so nach Lust und Laune, aber es hat definitiv kein strukturiertes Training stattgefunden und geschwommen bin ich sogar, glaube ich, gar nicht. Es tat auf jeden Fall gut, vor allem für den Kopf, aber auch der Körper konnte sich erholen. 2 Ironman-Rennen auf Top-Niveau, die haben zum Glück wenig Spuren hinterlassen. Also ich habe mich sehr gut gefühlt, aber ich wollte einfach jetzt auch nichts riskieren und in das nächste Jahr, was 2 WM-Rennen bereithält, also dieses Jahr, ich muss mich noch dran gewöhnen, da definitiv gesund und richtig gut vorbereitet reinstarten. Nach der Pause bin ich dann langsam wieder ins Training eingestiegen und der erste große Trainingsblock hat dann in St. Moritz auf mich gewartet, wo wir unser erstes Winter-Basistrainingscamp haben stattfinden lassen. Bevor wir abgereist sind, bin ich noch zu dem Falco und habe eine Leistungsdiagnostik gemacht, sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen, um einfach zu schauen, wo ich stehe. Ich habe jetzt keine großen Zahlenwunder erwartet, aber es war trotzdem einfach gut, mal so eine neue Baseline zu haben. Mit den Daten im Gepäck ging es dann ab nach St. Moritz. Das Training dort oben war 3 Wochen am Stück mit mehreren guten Belastungsblöcken. Die Wochen waren eigentlich relativ ähnlich aufgebaut. Das Einzige, was sich verändert hat, war so ein bisschen die Intensität. Am Anfang muss man ja erstmal ein bisschen sich akklimatisieren an die Höhe und dort ankommen. Es lag natürlich super viel Schnee und es war deutlich kälter als zu Hause. Von daher haben wir die ersten Tage einfach genutzt, um dort anzukommen. Es hat perfekt auch mit meiner Zyklusphase gepasst. Ich war in der 2. Zyklushälfte, das heißt, da versuche ich mein Training sowieso ein bisschen ruhiger zu gestalten. Eigentlich dann mit dem Switch in die 1. Zyklushälfte haben wir dann auch die Intensitäten dazu genommen. Ist definitiv immer doppelt hart da oben in der Höhe, aber es hat sich richtig gut angefühlt. Und das Training, was ich da oben gemacht habe, war hauptsächlich tatsächlich Skilanglauf. Ich habe in 3 Wochen, glaube ich, nur 3 Radeinheiten gemacht, Indoor auf der Rolle. Also das ist definitiv sehr wenig für mich. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das Langlauftraining ein super Ersatz, vor allem fürs Radfahren auch ist. Es ist eigentlich ein Ganzkörpertraining und ein super Trainingsreiz für den Oberkörper, für die Beine und einfach richtig cool, mal so ein paar andere Bewegungsmuster zu machen, als immer nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit auf meinen Langlaufskiern verbracht. Ein paar Einheiten konnte ich auch mit der Fabiana, mit einer Langläuferin, teilen. Das war natürlich richtig cool, obwohl sie da natürlich Profi ist und ich absolut nicht. Es war hart für mich, easy für sie, aber auf jeden Fall eine coole Abwechslung in mein Training. Dann war noch der Sebi oben, die Lisa Perterer und auch der Gregor. Das war einfach cool, da vor allem beim Schwimmen ein bisschen Kompanie zu haben. Wir haben einige Einheiten zusammen durchgezogen. Wir wollen ja meine Schwimmschwäche zu einer Stärke ausbauen und da arbeite ich extrem hart gerade dran und befinde mich auf einem guten Weg und hoffe, dass ich das dann eben auch in den Rennen zeigen kann.
Neben dem Skilanglaufen und dem Schwimmen habe ich auch ein paar Laufeinheiten absolviert. Es war nicht ganz so leicht, weil natürlich dort eine geschlossene Schneedecke überall war. Das heißt, jeder Lauf war eigentlich super hart und hat sich eher angefühlt wie so Tiefschneelaufen. Aber die Landschaft ist einfach so wunderschön, dass es einfach so Bock gemacht hat, eben auch draußen unterwegs zu sein. Von daher haben wir versucht, einen schnellen Lauf die Woche am Berg zu machen, also so Berganläufe. Dann Grundlagen-Dauerlauf, so einfach an den Seen entlang, easy peasy, so weit das geht mit der Höhe und dem Schnee. Und eine weitere Kerneinheit habe ich dann auf dem Laufband gemacht. Da bin ich mit meinem Lever, also diesem Entlastungssystem, auch noch mal ein paar Intervalle gelaufen. Und so hatte ich tatsächlich auch am Ende jeder Woche vielleicht so 50 Laufkilometer, was für mich eher viel als wenig ist. Von daher lief das Laufen eigentlich auch richtig gut. Und wir sind auf Skitour gegangen. Mit Sevi zusammen. Er hat seine erste Skitour gemacht und ich glaube auch seine erste Skiabfahrt. Das war auf jeden Fall ein Highlight, hat richtig Spaß gemacht. Die Piste war gesperrt, also das Skigebiet war noch zu, aber repariert, also es war Deluxe. Besser geht's eigentlich nicht. Und ja, das haben wir gegen Ende des Trainingslagers gemacht und war definitiv eigentlich ein sehr cooler Abschluss von unserem Trainingscamp da oben. Ein paar Einheiten waren auch noch im Gym, ein bisschen Krafttraining haben wir gemacht und Nino war auch dabei als Special Guest. Der ist schwer beleidigt, wenn wir ihn nicht mitnehmen, wenn wir da hochfahren. Das ist eigentlich sein absolutes Lieblingsreiseziel. Der eigentliche Grund, warum wir im Sommer und im Winter hier nach St. Moritz kommen, damit der Nino sein Revier markieren kann. Ja, es war einfach auch total schön, nochmal intensiv Zeit mit Nino zu verbringen. Das kommt dann doch manchmal zu Hause etwas zu kurz oder wenn wir woanders im Trainingslager sind, wo wir ihn nicht mitnehmen können. Der hat es genossen im Schnee. Ich musste ihn hier und da mal an den Pfoten operieren, weil die so voller Schnee waren. Aber insgesamt hatten wir echt eine super Zeit da oben, konnten sehr gut trainieren, sind alle gesund geblieben, haben uns dann gefreut, wieder nach Hause zu kommen, um die Feiertage entspannt im Kreise der Familie angehen zu lassen. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich mega auf das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingekommen und ich freue mich, euch hier jetzt wieder regelmäßig mit Content zu versorgen.